Heute wieder live und in Farbe aus meinem Studio in München. Herzlich willkommen. Wie bereits schon angekündigt, hier kommt heute die Analyse zu TransAlta Renewables. TransAlta Renewables, ein Dividendenzahler aus Kanada, ein kanadisches Unternehmen, jetzt mittlerweile 10 Jahre alt. Ist das ein Investment wert und wollt ihr auch monatlich Dividenden von TransAlta bekommen? Wir schauen uns mal diesen Wert in der Analyse an und es geht auch schon los. Ich habe die Aktie mal hier einfach gegoogelt heute. Die TransAlta Renewables, so wird die geschrieben, hat diese Wertpapier-Kennnummer und ISIN-Nummer aktuell und ist gegründet worden hier im Jahr 2013, also ungefähr jetzt 10 Jahre alt. Was macht das Unternehmen? Das ist ein Stromversorgungsunternehmen, das Anlagen zur Energieerzeugung und Energieübertragung besitzt und betreibt. Die operativen Geschäftsbereiche sind Canadian Wind, Canadian Hydroelectric and Canadian Gas, also die haben Windkraft, Wasserkraft und auch Gasanlagen. Anteilseigner ist die TransAlta. Die TransAlta ist also diese Muttergesellschaft der TransAlta Renewables, hat eine andere Wertpapier-Kennnummer und muss man ein bisschen aufpassen, wenn ihr bei Trade Republic oder eurem anderen Broker, die ihr habt, nach der Aktie sucht. Auf der Seite von TransAlta Renewables im Newsroom sehen wir den Überblick, die Highlights, und da geht es um das EBITDA, den Free Cashflow und den CAFD. In der Übersicht des Adjusted EBITDA, ich sage dazu gleich nochmal was die Kennzahlen ungefähr im Einzelnen bedeuten. Und im Jahr 2022 ist also der Ausblick von 485 bis 525 und das wäre also auch eine Steigerung im Vergleich zum aktuellen Geschäftsjahr, zum vergleichenden Geschäftsjahr 2021. Der Free Cashflow, der FCF, ist im Ausblick hier für 22 bei 345 bis 385 Millionen US-Dollar und im Jahr davor 21 liegt er aktuell bei 357. Das wäre also, ja, wenn wir hier im oberen Bereich ankommen, gäbe es ja auch eine Steigerung. Der CAFD, das Fusion CAFD, und im Ausblick 2022 liegen wir zwischen 245 bis 285 Millionen US-Dollar, wäre im oberen Bereich auch wieder eine Steigerung im Vergleich. Also das Adjusted EBITDA ist also ein bereinigtes EBITDA und ist nichts anderes als das Ergebnis von Finanzierungsaufwendungen und Ertragssteuer bereinigt um Abschreibungen für Wertanlagen und Amortisation einschließlich einmaliger Ergebniseffekte auf Kaufpreisallokationen. Also wenn man irgendwo Unternehmen aufgekauft hat, dann wird das hier auch noch abgezogen. Super interessieren, was genau im Überblick hier für Bewertungen von der TransAlta Renewables gezogen werden, und wir gehen hier auf die Seite von den Aktientrader Fox.com, den kennt ihr mittlerweile auch schon, wenn ihr meine Videos geschaut habt. Ich verwende den sehr gerne, weil er eben zeigt, ob hier bestimmte Kennzahlen ja positiv oder auch negativ dargestellt werden. Hier der Fair Value Gewinn, ich gehe mal gleich in diese Übersicht, sagt eigentlich in dem 3-Jahres-Chart, dass die Aktie unterbewertet ist momentan. Laut der Kennzahl hier würde der bei 21,38 Canadian US-Dollar liegen. XI.com gegangen, um die Währung umzurechnen. Wir haben also einen fairen Wert von 21,38 kanadischen US-Dollar und in Euro konvertiert wäre das der Wert bei ca. 14 Euro. Aktuell, wir springen nochmal rein, ja, wir liegen hier bei 8, bei 9 maximal in der Range, und das hat auch sicherlich einen Grund, warum die Aktie unterbewertet ist. Müsste man sich jetzt noch einen tieferen anschauen. Piotrowski-Score, der F-Score, ist bei TransAlta relativ gut. Kapitalrendite ist positiv. Operativer Cashflow ist positiv, 3,98%. Ansteigende Kapitalrendite sind im positiven Bereich. Es gibt mehr Cashflow als Gewinn. Aha, das ist grün, auch positiv. Leverage, Liquidity and Source of Funds. Die Verschuldung sinkt, das ist auch wichtig. Die Liquidität steigt, hier gibt es ein Minus. Und die geringe Aufnahme neuen Eigenkapitals wurde nicht gemacht im letzten Jahr. Wir haben hier nochmal den operativen Gewinn, waren 192 Millionen kanadische US-Dollar für 21. Produktivität steigt, also man hat hier weiterführende Produktivitätssteigerungen. Das wird wahrscheinlich auch im Jahr 2022 der Fall sein. 7 von 9 möglichen Punkten, das ist gut und gibt also einen Daumen hoch.
Dividendencheck an, weil darum geht es mir auch heute. Also die TransAlta Renewables ist ein Monatsdividendenzahler und die TransAlta Renewables zahlt also monatlich Dividende aus in Höhe von 7,86% und das jeden Monat auf das Kapital. Das ist ein guter Wert, gibt allerdings nur 8 von 15 hier möglichen Punkten bei dem Dividendencheck auf Aktientrader Fox. Wachstumscheck ist natürlich durchwachsen. Es bedeutet, die TransAlta Renewables baut weiter ihr Geschäft aus für Windkraftanlagen, hat aber sehr, sehr langfristige Verträge. Ich zeige euch mal auf seekingalpha.com hier eine Analystenplattform, welchen Kursbereich wir uns hier befinden. Ja, die Kurse schwanken hier nicht sehr stark. Also man darf hier kein explosives Unternehmen in der Kursperformance erwarten. Das ist es auf alle Fälle nicht. Aber es bewegt sich immer so. Minimum war mal hier 2016 bei $7. Das ist jetzt aber US-Dollar, 7 US-Dollar. Und in der Spitze ging es mal hoch im Jahr 2020 auf 17 US-Dollar. Der Artikel beschreibt die TransAlta Renewables. Und was ich hier also positiv herausziehe, hier sieht man nochmal, wo TransAlta tatsächlich also tätig ist. Hier ist der Unternehmenswert 5,8 Milliarden US-Dollar, Marktkapitalisierung 5,5 Milliarden US-Dollar, Dividenden-Yield 4,6, also das ist hier nicht ganz aktuell und der ist ja momentan sogar noch höher. Oder es ist der Dollar-Yield, die Dollar-Dividende, das kann natürlich auch sein. Naja, schauen wir mal weiter. Hier EBITDA habe ich schon beschrieben und hier steht 60% TransAlta Ownership, also die Zahlen weichen immer so ein bisschen ab natürlich, aber in der Mitte liegt wahrscheinlich die Wahrheit und hier seht ihr nochmal die diversifizierten Geschäftsfelder, Wind, Gas, Wasserkraft, Solar und Batterie. Zweite ganz wichtige Übersicht hier sind die langfristigen Kundenverträge, die TransAlta Renewables also hat. Und da seht ihr, die liegen im Schnitt bei circa 12 Jahren. Und die sind teilweise natürlich viel länger, hier bis zu 25 Jahre, aber auch kürzer, hier unten sind es dann mal 5 oder 6 Jahre. Also TransAlta hat aber durchaus längerfristige Verträge mit den Kunden, was natürlich eine stabile Ertragslage für die nächsten Jahre zu vermuten lässt. Deswegen verlinke ich euch auch nochmal unten diesen Artikel in der Videobeschreibung, den könnt ihr dann anschauen. Wenn ihr auch selbst recherchieren wollt auf Seeking Alpha und unlimitierten Zugang haben wollt, könnt ihr gerne über meinen Kooperationslink auf Seeking Alpha Mitgliedschaft erwerben und die kostet 110 € im Jahr. So, jetzt gehen wir nochmal kurz in den Bereich der Dividende. Ich bin jetzt auf die Seite von Aktienfinder gegangen und habe die TransAlta Renewables aufgerufen. Hier steht es ja auch schon, also ein Versorger im Energiesektor und Aktienkurs ist aktuell bei 8,32 €, Dividendenrendite 7,8283% und es wird 12 Mal im Jahr ausgezahlt und es sind hier immer zum Ende des Monats kommen hier immer die Zahlungen der Dividende auf die entsprechenden Verrechnungskonten. Ja, was habt ihr für einen Eindruck von TransAlta Renewables? Hat euch dieses Video überzeugt? Schreibt das einfach mal in die Kommentare. Würdet ihr in einen Monatszahler im Energiesektor aus Kanada investieren? Ihr müsst natürlich auch die Quellensteuer beachten. Da werde ich bald mal ein Video drüber machen. Und ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag. Bleibt investiert, macht es gut. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.